willkommen zu Puring mit Nadine. Und weiter geht's mit der Entdeckungsreise des Purings. Ich möchte heute mal was machen, was ich bisher selber noch nicht ausprobiert habe. Ich habe mir jetzt in einen Pappbecher einfach mal ein paar Löcher hier mit dem Schaschlikspieß reingemacht. Und ich werde jetzt mal, ich habe noch Farben von vorhin übrig. Ich werde den dann hier draufstellen und das mal hier rauslaufen lassen und schauen, wie es rausläuft und was so passiert. Also wir können gespannt sein. Ich freue mich. Bis gleich. Ich schwenke euch um. Am Anfang hat das ja ganz gut funktioniert, als noch viel Farbe im Becher war der Druck groß genug, dann kam auch Farbe aus den kleinen Löchern. Aber wie ihr sehen könnt, umso leerer der Becher wird, umso weniger läuft auch Farbe raus. Also die Löcher müssten dann größer sein oder mehr an der Zahl. Ja, das muss man nochmal versuchen. So war es auf jeden Fall nicht ganz optimal. Den Tortendrehteller verwende ich heute erst zum zweiten Mal und drehe mal ganz eifrig und gucke, was passiert. Die Mischung meiner Farben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. In diesen Farben ist jetzt auch etwas Silikonöl enthalten. Durch das Erhitzen mit dem Brenner aktiviert ihr jetzt das Silikonöl, das teilweise in den Farben ist, bei mir in dem Fall jetzt in dem Rot und in dem Blau. In der Mitte war ich jetzt allerdings etwas zu eifrig mit meinem Brenner unterwegs. Ihr seht, ich aktiviere sehr, sehr viele Zellen, wodurch das eigentliche Motiv jetzt etwas verschwindet. Aber ich finde das Bild trotzdem schön, finde es aber auch wichtig, solche Sachen zu zeigen, damit ihr bei eurem Puring darauf achten könnt. Und ich mache gleich noch ein zweites Motiv. Ich habe die Farben in den Becher geschichtet und gieße sie jetzt langsam auf die Leinwand und versuche sie so kreisförmig dann langsam zu gießen. Ihr seht, es klappt nicht gleich. Man muss die Fließgeschwindigkeit finden, damit man auch wirklich diesen schönen Ring pur bekommt. Aber ich krieg's hin. Jetzt haben wir das richtige Tempo. Hier ist jetzt natürlich der Schnellvorlauf wieder drin, damit das Ganze für euch nicht zu langatmig wird. Also so schnell solltet ihr es bitte nicht ausgießen. Ihr seht, dass die Farbe so ein bisschen auch auf der Leinwand in eine Richtung wandert. Es liegt nicht an meinem Tisch oder an meiner Wanne, das ist wirklich alles ganz genau ausgerichtet. Das liegt an dem Tortenteller, habe ich dann festgestellt. Der ist in sich nicht ganz gerade, was dazu führt, dass einem die Farbe einseitig wegläuft. Der war recht günstig, also achtet vielleicht darauf, dass ihr euch einen holt, der ein bisschen besser in der Qualität ist. Mit dem Drehteller kann man wirklich ganz tolle Effekte und Motive erzielen. Also ich fand es wirklich spannend, hat echt Spaß gemacht. Es wird noch ein Video geben mit dem Drehteller. Ihr könnt euch drauf freuen. Wenn es gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ein Abo wäre auch schön. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis bald. Eure Nadine.